Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Eselsweisheit, der Schlüssel zum Durchblick. Oder Wie Sie Ihre Brille loswerden, ist ein außergewöhnliches Buch von Mirza Karim Norbekov, das sich mit einem der häufigsten Probleme unserer Zeit beschäftigt, der Sehschwäche. Norbekov, ein bekannter Autor und Gesundheitsexperte aus Usbekistan, verspricht seinen Lesern nicht weniger als die Möglichkeit, ihre Sehkraft auf natürliche Weise wiederzuerlangen und dauerhaft auf Brillen oder Kontaktlinsen zu verzichten. Das Buch ist eine Kombination aus medizinischem Wissen, alternativen Heilmethoden und psychologischen Erkenntnissen. Norbekov selbst entwickelte seine Methode als Ergebnis eigener Erfahrungen mit schweren gesundheitlichen Problemen. Das Werk beginnt mit einer Mischung aus humorvollen und provokativen Geschichten, um die Leserinnen und Leser wachzurütteln und ihnen ihre Vorurteile sowie eingefahrenen Denkmuster aufzuzeigen. Im weiteren Verlauf wird klar, dass Norbekovs Ansatz weit über reine Augengymnastik hinausgeht. Im Zentrum steht die Fähigkeit, die eigene Einstellung und Wahrnehmung zu verändern, wodurch der Körper zu erstaunlichen Regenerationsleistungen befähigt wird. Der Autor motiviert seine Leser zu einem neuen Blick auf sich selbst, ihr Leben und ihre Gesundheit. Gleichzeitig liefert er praktische Übungen, die ohne komplizierte Hilfsmittel durchgeführt werden können. Das Buch hat durch seinen unverblümten Stil, den ungewöhnlichen Methodenmix und die versprochene Hilfe für Millionen von Brillenträgern in vielen Ländern bereits Kultstatus erreicht. Ein Werk, das traditionelle Denkmuster herausfordert und einen innovativen Weg zu Selbstheilung und besserer Gesundheit bietet. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Psychologie der Selbstheilung, ein zentrales Thema in Eselsweisheit, ist die Macht des Geistes über den Körper. Norbekov legt großen Wert darauf, dass emotionale Einstellungen und persönliche Überzeugungen maßgeblich die körperliche Gesundheit beeinflussen. Das Buch argumentiert, dass viele Menschen sich unbewusst in eine Opferrolle begeben und Verantwortung für ihre Gesundheit an Ärzte oder die Pharmaindustrie abgeben. Stattdessen fordert Norbekov zur Selbstverantwortung auf. Seine Methode startet mit der bewussten Entscheidung zur Genesung und der Überwindung negativer Glaubenssätze. Der Autor beschreibt diverse Wege, sich seiner Denkmuster bewusst zu werden und diese gezielt zu verändern. Humorvolle Geschichten und persönliche Anekdoten helfen dabei, eingefahrene Sichtweisen aufzubrechen. Norbekov beleuchtet, wie wichtig ein positives Selbstbild und Optimismus sind, um den Heilungsprozess in Gang zu setzen und dauerhaft neue Gewohnheiten zu etablieren. Laut Norbekov ist es gerade diese innere Einstellung, die eine nachhaltige Verbesserung der Sehkraft überhaupt erst ermöglicht. Zweitens. Konkrete Augengymnastik und Übungen. Ein weiteres Kernelement des Buches sind die praktischen Übungen zur Stärkung der Augenmuskulatur. Norbekov stellt ein ausführliches Trainingsprogramm vor, das darauf abzielt, die natürliche Sehkraft Schritt für Schritt wiederherzustellen. Basisübungen wie das Scharfstellen verschiedener Entfernungen, gezieltes Blinzeln, Augenkreisen oder das bewusste Fokussieren unterschiedlicher Objekte werden detailliert beschrieben. Norbekov betont, dass Regelmäßigkeit und Konsequenz entscheidend sind, um spürbare Fortschritte zu erzielen. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie von jedem ohne zusätzliche Hilfsmittel ausgeführt werden können, ob zu Hause oder unterwegs. Ergänzt werden die physischen Übungen durch Visualisierungstechniken, die den Heilungsprozess unterstützen und fest im Alltag integriert werden sollen. Norbekov verdeutlicht, dass das Ziel darin liegt, aus passiven Brillenträgern eigenverantwortliche und aktive Gestalter der eigenen Gesundheit zu machen. Drittens. Die Bedeutung der Körperhaltung und Bewegung. Norbekov betont in seinem Buch, dass die Gesundheit nicht nur auf die isolierte Behandlung eines Organs, etwa des Auges, beschränkt werden kann. Vielmehr betrachtet er Körper und Geist als untrennbare Einheit. Ein wichtiger Punkt ist dabei die aufrechte Körperhaltung und die bewusste Bewegung im Alltag. Laut Norbekov beeinflusst die Körperhaltung maßgeblich die Durchblutung und Energieversorgung aller Organe, einschließlich der Augen. Er empfiehlt deshalb eine Reihe von gymnastischen Übungen und Techniken, um Haltungsschäden zu korrigieren und Blockaden zu lösen.
Durch das ganzheitliche Training soll die Vitalität des ganzen Körpers gesteigert werden, was wiederum einen positiven Effekt auf die Augen und das Sehvermögen hat. Der Leser erhält praktische Tipps, wie er durch kleine Veränderungen im Alltag, zum Beispiel beim Sitzen oder Gehen, die Gesundheit nachhaltig verbessern kann. 4. Mentale Bilder und Visualisierung. Ein weiteres zentrales Thema ist die Kraft der mentalen Bilder zur Verbesserung der eigenen Gesundheit. Norbekow beschreibt anschaulich, wie Visualisierungstechniken dazu beitragen können, Heilungsprozesse zu beschleunigen. Er empfiehlt, regelmäßig die Vorstellung eines gesunden, klaren Sehens zu üben und sich das gewünschte Zielbild so lebendig wie möglich vorzustellen. Mentales Training wird mit der körperlichen Praxis kombiniert, sodass Körper und Geist gemeinsam auf das neue Ziel hinarbeiten. Studien und Erfahrungsberichte von Teilnehmern untermauern die Wirkung dieser Methoden. Neben der konkreten Sehverbesserung werden dadurch auch Selbstbewusstsein und Lebensfreude gesteigert. Der Ansatz, sowohl Körper als auch Geist aktiv einzusetzen, unterscheidet Norbekows Methode von klassischen Sehtrainings. Die Leser lernen, wie sie Blockaden auflösen und innere Potenziale aktivieren können. Schließlich Entlarvung gesellschaftlicher und medizinischer Mythen. Norbekow scheut sich nicht davor, mit weit verbreiteten Irrtümern und falschen Glaubenssätzen in der Medizin abzurechnen. Ein zentrales Thema seines Buches ist die Kritik an der gängigen Auffassung, Augeerkrankungen seien ausschließlich genetisch, altersbedingt oder irreversibel. Er argumentiert, dass in vielen Fällen eine gezielte Schulung und Pflege der augenspezifischen Fähigkeiten und Verhaltensweisen einen maßgeblichen Einfluss haben können. Norbekow fordert die Leserinnen und Leser dazu auf, kritisch zu hinterfragen, inwieweit sie sich von gesellschaftlichen Vorstellungen und medizinischen Dogmen einschränken lassen. Er erklärt, wie Werbung und Profitinteressen der Brillen- oder Pharmaindustrie das Denken vieler Patienten prägen und die Eigeninitiative ausbremsen. Das Buch bietet Strategien zur Selbstermächtigung und ruft dazu auf, selbstständig für die eigene Gesundheit Verantwortung zu übernehmen, statt äußeren Autoritäten blind zu vertrauen. Zusammenfassend: Eselsweisheit von Mirzacharim Norbekow ist weit mehr als ein Ratgeber zur Verbesserung der Sehkraft. Es ist ein Werk, das gängige Denkmuster kritisch hinterfragt und neue Wege der Selbstheilung eröffnet. Das Buch richtet sich an alle, die ihre Sehkraft aktiv verbessern wollen, sei es aufgrund von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Altersweitsichtigkeit oder als Prävention. Besonders profitieren Menschen, die offen für neue, auch unkonventionelle Methoden sind, die ihre Selbstverantwortung stärken möchten und bereit sind, an ihrer inneren Einstellung zu arbeiten. Nicht nur für Brillenträger, sondern auch für all jene, die einen ganzheitlichen Zugang zur Gesundheit suchen, ist Norbekows Ansatz eine Bereicherung. Das Buch überzeugt durch seine praxisnahen Übungen, seine inspirierende Herangehensweise und den Mut, tradierte medizinische Ansichten zu hinterfragen. Wer daran interessiert ist, sich selbst besser kennenzulernen, vorhandene Ressourcen zu aktivieren und eigenverantwortlich zu handeln, findet in Norbekows Methode kraftvolle Werkzeuge. Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen anderen Gesundheitsbüchern ist, dass Eselsweisheit weit über die reine Augenheilkunde hinausgeht. Es vermittelt ein umfassendes Verständnis vom Zusammenspiel von Körper, Geist und Umwelt, erklärt anschaulich psychologische Prozesse und thematisiert gesellschaftliche Einflüsse. Wer dieses Buch kauft, investiert nicht nur in eine bessere Sehkraft, sondern auch in mehr Vitalität, Klarheit und Lebensfreude. Im Vergleich zu anderen Büchern überzeugt Norbekows Werk durch seinen lebendigen, humorvollen Stil und die überzeugende Gesamtstrategie aus Training, Psychologie und Eigenverantwortung. Es ist eine Einladung an alle, die nachhaltige gesundheitliche Verbesserungen anstreben, alte Muster durchbrechen und wirklich etwas ändern möchten. Wenn Sie unterstützen möchten, Mirzacharim Norbekow, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.